Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Soheit. Ich stehe heute im Badezimmer und ihr seht schon hinten meinen Spiegel. Denn ich möchte euch heute zeigen, wie ich die Clip-In-Extensions einsetze. Hier möchte ich euch alle meine Tipps und Tricks zeigen, denn ich habe es jetzt schon öfters ausprobiert und es gibt einiges dabei zu beachten, was ich euch jetzt gesammelt gleich im Anschluss zeigen möchte. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt unbedingt dran und schaut, wie ich es mache. Die Extensions sind von extensions-shop.com. Die habe ich geschickt bekommen, aber ohne sonstige Ausmachungen oder sonstiges. Ich habe die einfach ausprobiert. Es sind Echthaar-Extensions. Hier habe ich sie alle so zusammengerollt. So verstaue ich die immer in der Kiste. Und Echthaar, wie gesagt, den Farbcode, den ich da habe, schreibe ich euch unten mal in die Infobox rein. Die sind so leicht gesträhnt, also die sind nicht komplett blond. Und ich finde, sie passen wirklich perfekt zu meinen Haaren. Also da hatte ich wirklich echt ein bisschen Angst. Meine Haare ist es jetzt so, dass sie immer oben ein bisschen dunkler sind als unten, einfach von der Sonne. Und auch unten raus sind sie dunkler. Ja, das sieht man vielleicht. Aber trotzdem, in den Längen passt es hier von dem Farbton sehr, sehr gut zu meinen Haaren. Ich werde die jetzt einsetzen und werde euch auch zeigen, wie ich das dann mache, dass man sie nicht sieht und dass man auch hier den Farbunterschied nicht sieht. Und ich habe euch hier jetzt extra ins Bad geholt und diesen Spiegel hier hinten, damit ihr wirklich live von allen Seiten sehen könnt, was ich mache. Ich kann dabei nichts verstecken. Ihr seht von allen Seiten, wie ich die Extensions einsetze. Ich kann hier nichts schummeln und ihr könnt das Schritt für Schritt von jeder Position aus verfolgen. In diesem Set, das ich da habe, sind 8 Tressen drin, 2 lange Vierer-Tressen, also das 2 Stück, und 2 Dreier-Tressen. Und diese 4 sind alle für den Hinterkopf vorgesehen. Jetzt ist es natürlich so, wenn man sehr dünne Haare hat, also ich habe jetzt auch schon dünne Haare, aber es gibt noch Leute, die dünnere Haare haben noch, dann muss man auch nicht alle von diesen 4 hinten einsetzen, denn dann ist die Gefahr vielleicht sehr groß, dass man sie sieht. Ich zeige dir jetzt aber trotzdem eine Variante, wie man sie alle schön unterbringt und sein Volumen und einfach die Fülle wirklich verdoppelt. Meine Haare haben jetzt hier so eine Dicke, also einfach mal so, das ist mein Echthaar und das liefern jetzt auch schon die hier. Als erstes nehme ich mir hier die Vierer-Tresse. Und bevor du die Extensions einsetzt, solltest du sie kämmen, aber unten in den Spitzen anfangen und dann nach oben kämmen, dass einfach die schon mal ordentlich aussehen. Du siehst jetzt hier auch, dass sie hier so leicht Knicke drin haben. Das ist einfach von der Kiste, wo ich sie verstaut habe. Ist aber kein Problem. Man kann die Echthaar-Extensions ohne Probleme glätten und dann auch lockig machen und so. Das ist alles kein Problem. Zuallererst trenne ich mir die Haare ab unterhalb vom Ohr und zwar mit einem Stielkamm. Das ist wirklich wichtig, dass man hier hinten eine ganz gerade Linie sich erzeugt hat, damit man dann hier die Tresse schön anbringen kann. Mein erster Trick, damit jetzt die Extensions hier sehr gut halten, ich verwende einen Haarpuder. Den verlinke ich dir auch unten. Der gibt einfach hier ja, Griffigkeit ins Haar. Den brauche ich natürlich nur am Haaransatz und dann tupiere ich mir hier den Ansatz leicht auf. Jetzt kommt noch Haarspray. Verlinke ich dir auch unten, welches ich da verwende. Ganz dünn hier auf den Ansatz. Für die allerunterste Schicht nehme ich die Dreiertresse. Das sind so kleine Kämme, die ich einfach durch Drücken öffnen und schließen kann. Ich öffne die Kämme alle. Dann muss ich einmal hier durchkämmen auf jeden Fall. Und jetzt setze ich sie an und zwar unterhalb meiner Kante. Ich halte mir dabei die oberen Haare auch weg, damit hier ich die nicht an die oberen Haare ranklipse, sonst wird es komisch aussehen.
So, unterhalb von der Kante deshalb, weil du jetzt gleich oben noch Haare drüber legst, damit die schön glatt liegen können. Dann kontrolliere ich, ob auch hier die Tresse fest ist. Das heißt, ich wackel hier ein bisschen hin und her. Ich schaue dann auch gleich, ob es zieht. Wenn das dann alles gut passt und gut aussieht, dann nehme ich mir die zweite Dreiertresse und clips die einfach direkt oben drüber. What you gonna do? We're doing it all. The feeling is so. Baby, you got me. Believe in the magic. We're doing it all. Auch hier wieder kurz wackeln, ob es schön fest ist. Kontrollieren, ob man Haare von oben mit eingeklemmt hat. Wenn nicht, kommt jetzt die nächste Schicht runter. Dafür trenne ich jetzt auf Ohrhöhe wieder mit dem Kamm ab. Slow ride, just you in that baseline. We're way past sunshine. Believe in the magic. Alright, step into the moonlight. Get into that good time. Believe in the magic. And it can save you from your past. This bond is always gonna last. When nothing else makes sense, just get. Hier nehme ich jetzt die Vierertresse. Yes. Und die zweite gleich wieder oben drauf. Baby, you got me. Und hier, was du jetzt siehst, ist es ganz wichtig, dass man hinter dem Ohr anfängt, weil jetzt hier vorne meine echten Haare noch sind und man den Ansatz der Extensions hier nicht sehen kann. Und das ist das Geheimnis. Ich habe jetzt hier oben noch ziemlich viel Decker übrig, das lasse ich jetzt einfach runter. Mehr kommt hinten auf den Hinterkopf nicht drauf. Du darfst keinesfalls die Extensions überhalb der Ohren anbringen. Sobald du über die Ohren kommst, wird man sie durchschimmern sehen. Und so siehst du jetzt von hinten, auch wenn ich meine Haare bewege und sonst was damit mache, siehst du gar nichts. Ja, also du siehst, nur wenn ich wirklich hier anhebe, siehst du sie. Ansonsten, wenn sie ganz normal von alleine fallen, wirst du sie nicht sehen können. Und das ist genau der Trick dabei, unter den Ohren zu bleiben. Jetzt kümmere ich mich um die vorderen Partien. Und dafür ziehe ich mir mit dem Stielkamm eine Linie schräg nach unten. Hier kommt jetzt erstmal die Zweiertresse rein. Und hier vorne ist es ganz, ganz wichtig, 2 cm übrig zu lassen, dass man die dann auch nachher nicht mehr sieht. Und dass sie auch nicht rausschimmert, wenn du dir mal durch die Haare fährst. Man geht deshalb schräg mit der Extension nach unten, dass du dann wieder beim hinteren Teil, wo ja die Zweiertresse dann landet, hier hinten, wieder auf Ohrhöhe kommst. So, und jetzt setze ich überhalb von dieser Zweiertresse gleich die Einertresse oben drauf.
Und hier ist es wichtig, dass du mittig überhalb der Zweier mit der Einer drüber kommst. Haare drüber. Und ich denke, jetzt kann man hier schon ein gutes Wow-Ergebnis hier sehen auf der linken Seite jetzt. Schau dir das mal an, wie viel mehr Volumen ich hier jetzt links schon drin habe als rechts. Und wenn ich mir jetzt hier einmal durch die Haare streiche und sie so nach hinten lege, dann siehst du den Ansatz der Extension nicht. Und das ist genau der Trick dabei. Ich kann die Haare jetzt auch hier hinter die Ohren nehmen, ohne dass man sieht, dass ich Extensions drin habe. Und das ist genau das Geheimnis, dass du hier beachtest, vorne etwas übrig zu lassen. Wow, oder wie viele Haare hier sind und hier sind. Und man sieht es unten tatsächlich gar nicht. Believe in the magic. Alright, ooh baby, just hold tight. We're up at the moonlight. Believe in the magic. On side, we'll make it feel just right. Just look at that bright light. Believe in the magic, and we can save you from your past. This bond is always gonna last. Just dance. What you gonna do? We're doing it all. The feeling is so. Maybe you got me. Believe in the magic. We're doing it all. The feeling is so. Maybe you got me. Believe in the magic. Ja, fertig sind jetzt meine Clip-In-Extensions. Du siehst, wie sich meine Haare hier um locker 10 cm verlängert haben. Und wenn ich mich bewege, siehst du auch, dass man nichts sieht. Du siehst keinen Ansatz der Extension, weder hinten noch seitlich. Sie sind super gut versteckt. Mit den Tricks, die ich dir gezeigt habe, werden sie auch super lange halten und dir nicht aus Versehen rausrutschen. Ich finde das Ergebnis einfach grandios und ich kann dir nur empfehlen, kauf dir, wenn du dir Clip-Ins kaufst, unbedingt Echthaar-Extensions. Das macht einen super großen Unterschied. Mit diesen Kunsthaar-Extensions wirst du nicht lange Freude haben, die werden dir trocken und so weiter. Die Echthaar-Extensions, wenn du die regelmäßig mit Haaröl pflegst, das einfach einknetest, so jede Woche ungefähr, dann werden die total gesund immer aussehen, werden sich gut anfühlen und werden sich in deine Haare einbauen wie echte Haare. Und es fühlt sich wirklich echt an. Das ist nicht gelogen, es fühlt sich an, als wäre schon immer mein Haar gewesen. Ein letzter Tipp noch, wenn du die Haare vorne tragen willst, ja, so, dann musst du dabei darauf achten, dass sie hinten locker fallen. Denn wenn du sie jetzt wirklich ganz, ganz streng so nach vorne nimmst, dann sieht man sie. Dann sieht man, dass hier hinten irgendwas nicht stimmt. Also schau einfach dann drauf, dass sie hier hinten locker sitzen und dann wird man auch nichts sehen können. Ich hoffe jetzt, das Video hat dir gefallen und hat dir ein paar nützliche Tipps gegeben. Schenk mir einen Daumen nach oben dafür, abonniere mich gleich und du verpasst kein neues Video mehr von mir. Es würde mich auch wahnsinnig, wahnsinnig freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder ein neues Video von mir gibt. Bis dahin!